Im Rahmen des Usability Engineering Projekts haben wir das Stundenplansystem StarPlan untersucht. Unter der Fragestellung „Was sind die Anforderungen und Erwartungen der HDM-Studierenden und Lehrenden an ein Stundenplansystem und inwiefern erfüllt S-Plan diese?“ Um die Anforderungen dieser Nutzergruppen zu ermitteln, führten wir im ersten Schritt eine Online-Umfrage durch. Die 185 Teilnehmenden baten wir zunächst, Funktionen einerseits im alltäglichen Gebrauch und andererseits beim Konfigurieren des persönlichen Stundenplans nach Wichtigkeit zu bewerten. Hierbei bekamen wir folgendes Ergebnis: Im Alltag ist den Nutzern der Abruf des persönlichen Stundenplans am wichtigsten, gefolgt von der Anzeige von Feiertagen und HDM-Veranstaltungen, dem Abrufen von Informationen zu einer Lehrveranstaltung, dem Abrufen von Raumbelegungsplänen und dem Export in einen externen Kalender. Beim Konfigurieren des Stundenplans erachteten sie die Anzeige von Lehrveranstaltungen ihres Studiengangs sowie das Einsehen von Informationen zu Lehrveranstaltungen als am wichtigsten. Um ein Bild über die allgemeine Zufriedenheit mit S-Plan zu bekommen, baten wir um Bewertung der Zustimmung zu folgenden Aussagen. Erstens: Es ist kompliziert, einen persönlichen Stundenplan zu erstellen. Zweitens: Im Allgemeinen bin ich mit dem System S-Plan zufrieden. Und drittens: Ich möchte S-Plan weiterhin verwenden. Im Ergebnis zeigte sich, dass die Zustimmung zur ersten Aussage hoch und zu den anderen beiden Aussagen eher niedrig war. Diese allgemein negative Haltung gegenüber S-Plan spiegelte sich auch im User Experience Questionnaire, kurz UEQ, wider, den die Teilnehmenden nun ausfüllen sollten. Nach der Auswertung 117 konsistenter Ergebnisse liegt S-Plan in allen 6 Kategorien, die da wären Attraktivität, Durchschaubarkeit, Effizienz, Steuerbarkeit, Stimulation sowie Originalität, im negativen Bereich. Mithilfe der aus der Online-Umfrage gewonnenen Erkenntnisse erstellten wir nun ein eigenes alternatives Stundenplansystem, umgesetzt als Click-Prototyp mit dem Programm Adobe XD. Mit diesem Prototyp führten wir im Anschluss vergleichende Benutzertests mit 11 Studierenden der HDM durch. Wir baten sie jeweils, 7 Aufgaben mit Hilfe beider Systeme durchzuführen. Die gemessene Gesamtbearbeitungszeit betrug beim Prototypen 2 Minuten und 36 Sekunden, beim S-Plan hingegen 11 Minuten und 25 Sekunden. Die Ladezeiten wurden dabei jedoch nicht berücksichtigt. Wir baten unsere Probanden zudem, zu jedem System ein UEQ auszufüllen. Die Ergebnisse für S-Plan waren etwas besser als bei der Online-Umfrage, lagen aber auch hier außer in der Kategorie Originalität im negativen Bereich. Der Prototyp bekam positiveres Feedback. Er lag in den Bereichen Attraktivität, Durchschaubarkeit, Effizienz sowie Steuerbarkeit im positiven und in den Bereichen Stimulation und Originalität im neutralen Bereich. Aus den Äußerungen der Probanden während der Tests sowie den Verbesserungsvorschlägen der Online-Umfrageteilnehmer lassen sich schlussendlich die Schwachstellen von S-Plan folgendermaßen zusammenfassen. S-Plan leitet zum Informations- und Skripteabruf auf die HDM-Webseite um, auf der eine erneute Anmeldung und der Import des S-Plan-Stundenplans erforderlich ist. Der konfigurierte Stundenplan muss nicht nur über den Button Informiert bleiben, /Speichern gespeichert werden, sondern es muss zudem nach Anmeldung von der Startansicht aus über das Menü auf Meine Ansicht gewechselt werden, um ihn wieder abzurufen. Die Nutzer wünschen sich den persönlichen Stundenplan als Startansicht. S-Plans überladenes Design trägt ebenfalls nicht zu einer guten Usability bei. Da die mobile S-Plan-Webseite nicht responsive ist, greifen viele im Alltag gar nicht erst auf S-Plan zurück, sondern exportieren zum Beispiel den Stundenplan in einen anderen Kalender. Jedoch erfüllt auch diese Exportfunktion nicht alle Anforderungen. Nach iCall-Export aktualisiert sich der Stundenplan nicht bei allen Nutzern. Die durch Anmeldung über die Nutzer bekannten Informationen werden bei S-Plan kaum verwendet. So wünschen sich beispielsweise die Dozenten, dass ihre Lehrveranstaltungen automatisch importiert werden und die Studenten persönliche Ansichten und Vorschläge.
Abschließend lässt sich sagen, dass S-Plan in vielen Bereichen Usability-Probleme hat und die Erwartungen der Studierenden und Lehrenden nicht erfüllt. Ein neues System, das sich in seiner Umsetzung an unserem Prototyp orientiert und gleichzeitig die nicht prototypisch umsetzbaren Funktionen aus unseren Ergebnissen berücksichtigt, würden die Nutzer S-Plan vorziehen.